im Nationalpark. Aber bis dahin müssen wir noch mal, ich glaube 500 oder 1000 Höhenmeter hoch, bin ich ganz sicher. Heute schon anstrengend davor. Ich weiß nicht, ob meine Knochen oder Muskeln noch müde sind von gestern, obwohl ich in Turbo-Modus fahre. Also ich habe 2 Stufen mehr als gestern, aber Zuri sitzt auch drin. Ich hoffe, dass es bald eine Nebenstraße kommt, ich Zuri wieder rauslassen kann, weil das macht schon einen riesen Unterschied, 20 Kilo. Hier zeigt mir Komoot gerade die fieseste Steigung des Lebens an. Keine Ahnung, dunkelrot, das muss über 30% sein. Und es sieht so aus, als ob die einfach einen Tunnel hier durchgebaut hätten. Ich weiß nicht, wie frisch der ist, aber es ist geil, was ist gerade. Und ich habe echt schon Schiss, wie ich das schaffe, weil das hätte ich definitiv schieben müssen. Ich hoffe, dass es wirklich jetzt nicht kommt. Die böse Überraschung nach der Kurve. Haha, 2 Kilometer Tunnel und der Berg ist auch vorbei. Geil. Jetzt sind wir schon auf. Haben wir schon 500 Höhenmeter, 1500. Ich glaube, auf 2000 müssen wir. Das heißt, müssen wir, wollen wir. Ich habe voll viel Heu in meine Augen bekommen. Boah, das mit den Bürgersteigen ist echt beschissen gelöst. Seht ihr das? Die sind super hoch. Normalerweise haben die ja immer so ein Ding zum Runtergehen. Das ist immer schwierig, weil Zuri immer fast umkippt bei den hohen Bürgersteigen. Boah, wie komme ich denn da am besten runter? Ansonsten war ich gerade in der Pizzeria, um meinen Akku ein bisschen zu laden. Und die sind einfach so nett. Ich kann jetzt zum Schwarzen See fahren und meinen Akku dort weiterladen lassen. Ganz schön viele Autos. Zuri Hotspot. So, wir sind jetzt im Domito Nationalpark am Schwarzen See angekommen. Zuri ist schon baden gegangen. Ist schon wunderschön mit den Bergen. Leider ist es ein bisschen zugezogen. Und es ist echt viel los. Guck dir mal, so süß. Es werden immer mehr.
ansonsten bin ich gerade ein bisschen angespannt und auch genervt. Also ich habe meinen Akku ja von meinem alten Fahrrad, was nicht viel gelaufen hat, vielleicht 500 Kilometer. Und hier ist er als Ersatzakku, hat er gedient. Ja, und auf jeden Fall habe ich den ja 3 Stunden lang im Restaurant laden lassen und er hat sich keinen Kilometer aufgeladen. Das ist halt voll der Abfuck, weil der nächste Ort sind 55 Kilometer und ich muss über den 2000er, das schaffe ich nie mit einem Akku. Das heißt, ich habe mal geguckt, es gibt wohl noch irgendwo am Anfang des Nationalparks, den ich durchquere, irgendwo ein Café. Das heißt, ich muss wohl heute ins 4. Café setzen und mal wieder irgendwas trinken oder essen. Wobei essen, ich habe echt keinen Hunger mehr. Und dann den aktuellen Akku zumindest wieder aufladen, dass ich dann morgen in die nächste Stadt komme. Das ist schon echt richtig beschissen. Weil mit den Steigungen komme ich 35 Kilometer weit. Und es ist nicht immer alle 35 Kilometer ein Ort. So, dann versuchen wir mal unser Akkuglück durch den Dumitor Nationalpark. Also Zuri muss schon aussteigen, aber die freut sich auch noch. Es wird auch gleich bergig. Theoretisch gibt es wohl 2 Cafés im Weg. Hey! Zuri, hey! Zuri! Komm! Hey! Verkackten Hunde, ey. Komm. Zuri, langsam. Zuri. Oh Gott, ey, ich hasse diese Hunde. Egal von welchem Winkel man es betrachtet, es ist einfach traumhaft. Das ist die Perfektion der Natur. Ich habe tatsächlich gehofft, dass diese kleinen Hütten, die man hier gesehen hat, Cafés, Strom haben. Aber haben sie leider nicht. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass der Berg schneller vorbeigeht als mein Akku. Ich werde auf jeden Fall da hinten schlafen und dann morgen früh gucken, wie wir den Rest hinkriegen. So, hatte ich natürlich vergessen zu erwähnen, dass das mit 1900 Metern mit Sicherheit der höchste Schlafplatz dieser Reise wird.